So, seit August habe ich es. Ich habe mein Angelkajak und ich zeige mal im Video, wo die Stärken und Schwächen von dem Modell liegen. Kleine Geschichte vorweg. Ich hätte mir niemals das Kajak gekauft, aber da der verfügbare Kajakplatz extrem schmal war, hatte ich eigentlich keine andere Wahl. Aber jetzt muss ich sagen, ich würde kein Kajak der Welt gegen das Modell tauschen. Also, mein Kajak ist von Hobie und es ist das Modell Revolution 13. Es gibt verschiedene lustige Farben zur Auswahl. Meins ist weißgrau, bei Hobie heißt das Ganze Sand Dune. Hier mal ein paar Daten. Besonders interessant ist eben die geringe Breite des Kajaks. Besonders für ein Angelkajak sind 72 cm extrem schmal. Das hat zwei große Nachteile. Zum einen die Stabilität und zum anderen der geringe Platz. Beide Probleme kann man jedoch mit den entsprechenden Zubehörteilen beseitigen. Die Ausrüstung organisiere ich mit den Halterungen von Railblazer. Ich bin noch nicht fertig mit dem Rigging, werde es vielleicht auch nie. Hier ein aktuelles Bild. Aber dazu kommen bald andere Videos. Heute geht es nur um das Kajak, sonst geht das Video 6 Stunden. Die Stabilität habe ich mit den Hobie Sidekicks verbessert, aber auch dazu mehr in einem anderen Video. Die Stabilität ohne Sidekicks war eigentlich ganz okay. Ich hatte nie Angst, dass ich umkippe und hier bei mir fahren massenweise große Schiffe rum, die gerne auch mal größere Wellen werfen. Allerdings war Aufstehen eher nicht möglich. Gelesen habe ich öfters, dass jemand mit dem Revo gekippt ist. Man kann nämlich den Sitz in der Höhe verstellen und wenn der Sitz ganz oben ist, kippt man halt viel schneller. Wegen der Schwerpunktverlagerung. Habe ich noch nicht ausprobiert, will ich auch nicht und eben, ich habe hier die Sidekicks. Noch kurz zum Sitz. Das Ding ist mega bequem und kriegt wohl auch eine eigene Episode. Also, genug zu den Nachteilen. Warum ich kein anderes Kajak haben will, trotz der geringen Breite? Denn genau da ist auch der große Vorteil. Das Hobie Revo 13 ist genau wegen der geringen Breite brutal schnell. Angetrieben durch den Mirage Drive Antrieb, behaupte ich mal, es ist das zweitschnellste Angelkajak ohne Motor. Es gibt halt noch das Revolution 16, das ist noch länger und noch schmaler. Der Antrieb ist kinderleicht zu installieren, man muss ihn eigentlich nur in die Öffnung gleiten lassen, kurz drücken und der rastet selber ein. Will man ihn wieder rausnehmen, muss man nur die zwei kleinen Hebel zurückschieben, man kann den Antrieb wieder rausnehmen. Der Pedalantrieb oder eben Mirage Drive funktioniert wie die Flügel bei den Pinguinen. Die neuere Version dieses Antriebes kann auch rückwärts fahren. Dazu muss man nur einmal an dem Band ziehen, wodurch die Flossen umgedreht werden und los geht's rückwärts. Wenn man in ganz flaches Wasser kommt, muss man nur die Pedale in die neutrale Position bringen und die Flossen legen sich an den Rumpf. Ist sehr praktisch, gerade beim Ein- und Auswassern. Der zusätzliche Tiefgang der Flossen fällt dann weg. Obwohl der Antrieb einem normalen Paddel in jeder Hinsicht überlegen ist, also die Vorteile sind krass, man ist viel schneller, es ist weniger anstrengend und man hat die Hände frei. Ganz großer Vorteil beim Angeln. Wie auch immer, trotzdem habe ich immer noch ein Paddel dabei. Warum? Ganz einfach, wenn der Antrieb mal auf dem See kaputt geht, womit ich eigentlich nicht rechne, aber wenn, dann habe ich immer noch eine andere Antriebsmöglichkeit. Viel wahrscheinlicher als dass der Antrieb kaputt geht, ist menschliches Versagen. Ich bin teilweise ziemlich verpeilt und habe schon zweimal vergessen, das Ruder aus der Halterung rauszuziehen. Okay, kurze Erklärung. Das Ruder kann mit 2 Leinen einmal ins Wasser gelassen werden oder man kann es wieder rausziehen. Danach kann man, damit das Ruder für den Transport nicht rumwackelt, das Ruder unter ein Gummiband klemmen. Ziemlich coole Sache für den Transport, aber wenn man sich vom Steg abstößt und checkt, dass man manövrierenfähig ist, ist das nicht so lustig, denn einmal im Kajak komme ich nicht mehr ans Ruder. Wie auch immer, Paddel mitnehmen, Sicherheit geht vor, denn besonders bei mir mit großen Schiffen manövrierenfähig auf dem See und das auch noch, wenn es kalt ist, charmant. Gesteuert wird das Kajak mit einem kleinen Hebel an der linken Seite. Will man schnell wohin, einfach Vollgas geben und am Spot angekommen, eine kleine Drehung machen und man steht. Zum Einwassern braucht man nur einen kleinen Slipwagen. Ich benutze den von Railblazer, der Wagen von denen ist super und bekommt auch mal eine eigene Episode. Jetzt noch was zu den Verstaumöglichkeiten, die das Kajak mitbringt, hat halt nicht so viele. Vorne hat es eine große Klappe, darunter ist keine Kiste, sondern direkt der Rumpf. Das gleiche gilt auch für die kleinere Öffnung im hinteren Bereich. Die Klappe in der Mitte hat eine kleine unterteilte Kiste drin, praktisch für Angelköder oder andere Kleinteile. Man kann sich für die jeweilige Öffnung aber auch verschiedene Behälter nachkaufen. Und dann hat es noch 2 Netze an den Seiten, gut geeignet für Zange, Messer und so weiter, halt alles was griffbereit sein muss. 2 Routenhalter direkt hinter dem Sitz hat es auch noch und halt noch, den nennen wir es mal Kofferraum mit Gummibändern. Und wenn man ein Echolot installieren will, kein Problem. Das Kajak hat extra am Rumpf eine kleine Klappe, die Klappe kann man abmachen. Dort kann man den Geber installieren, Klappe wieder drauf, das Ganze ist fertig. Die Kabel werden im Kajak gezogen und die Kabel kommen genau da raus, wo sie sollen, nämlich beim Bildschirm vom Echolot. Habe ich noch nicht gemacht, passiert aber wahrscheinlich in Zukunft. Fazit von dem Kajak, das ganze Teil ist der Sportwagen unter den Angelkajaks.
Wer gerne schnell und leise unterwegs ist, für den ist das genau das Richtige. Mit ein paar Zusatzteilen sind die Nachteile auch fast komplett beseitigt. Ach ja, zum Preis. Die Leute fragen, wenn die so ein Ding sehen, das erste, was die Leute fragen, ist, hey, wie teuer ist es denn? Oder die schreiben das auf Facebook und dann schreibe ich zurück, hey, google das doch einfach. Und dann kriegt man meistens irgendwie eine Antwort zurück, wow, so teuer. Und dann sage ich nur, oder schreibe ich nur, das Teil kostet eine ganze Ecke Geld. Aber es hat keine Nebenkosten. Ich bezahle für meinen Kajakplatz da hinten nicht viel. Und ich hatte ein Boot, was da alles zusammenkommt, Antifouling, Streichen und Putzen und das muss alles einmal im Jahr oder zweimal gemacht werden, auch noch diese Aluminiumfarbe und dann noch Versicherung und der Bootsplatz ist noch viel teurer, Motor muss gewartet werden, ich habe kein Auto, da musste man immer jemanden organisieren, der vorbeikommt, den Motor holen, zu dem Typen hinfahren und wieder zurück und was ist doch kacke. Da habe ich doch lieber sowas hier und ich sag, 2 Jahre die Nebenkosten vom normalen Angelschiff, Boot, so eine kleine Aluschale, weiß der Geier was. Und dann hat man die kompletten Kosten für so ein Ding drin. So sieht es nämlich aus. Also wie gesagt, das war mein Kajak. Wenn ich was vergessen habe oder wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr unten was reinschreiben. Liken, kommentieren, keine Ahnung, das Standardzeugs auf YouTube.